Hey Dogs, wieder am Start mit einer neuen Folge und ich glaube, ich habe den schönsten Xbox-Controller, den es bis jetzt gab. Der Limited Edition Controller, Sea of Thieves, der ist limitiert. Der letzte schöne Controller war von Gears of War, dieser rote mit diesem Kratzer, und ich glaube, der wird noch mal einiges toppen. Wir sehen hier die Verpackung, wir sehen hier einen violetten Controller, hat was Grünes, wir holen ihn gleich auf jeden Fall raus. Wir haben hier die neueste Revision des Controllers, einen Xbox One S Controller. Wichtig ist, der funktioniert in der gesamten Xbox One Familie. Also die normale, die S und die X. Wow. Da ist er, wir gucken ihn uns gleich an. Mitgeliefert, wie immer, Batterien. Für die, die sagen, hey, Batterien sind nervig, oder die sagen, ich liebe Batterien, ist cool. Für die, die sagen, ich möchte ein Ladegerät, ich verlinke euch mal in der Beschreibung ein cooles Ladegerät, was ich persönlich für meine Controller nutze. Übrigens gibt es in der Top-Liste Headsets und Hardware, die verlinke ich euch auch mal. Da könnt ihr so meine Lieblingshardware für 2018 anschauen. Was wird noch mitgeliefert? Wir haben einmal noch die Gebrauchsanleitung, dann einen Game Pass und einen Gold Pass für 14 Tage zum Testen. Und dann haben wir hier noch exklusives spielinternes Firmenkleidungspaket zum Herunterladen. Die Codes zeige ich euch. Schauen wir uns jetzt mal den Controller an. Erstmal grundsätzlich zur aktuellsten Revision mal kurz ins Gedächtnis rufen. Wir haben jetzt hier einen Klinkenanschluss, also wir benötigen keinen Adapter mehr, können sozusagen das Headset direkt per Klinke hier anschließen. Die Rückseite ist dann meist strukturiert. Hier ist es auch so, also der hat jetzt keine Gummierung, die könnte man bei anderen Limited Editionen erwarten oder sich zum Beispiel selber einen zusammenstellen, wie ich das damals mit dem Dr. Unboxing Controller gemacht habe. Ich verlinke euch mal die Folge, schaut ihn euch mal an. Da habe ich hier den hinteren Bereich komplett gummiert, links und rechts, dass er sozusagen nicht rutscht. Ansonsten können wir bei der neuesten Version die Tasten komplett zuweisen. Der ist Windows 10 kompatibel. Wir können sozusagen den Controller mit allen Windows 10 Geräten benutzen. Wir können auch ein Update ziehen, kabellos, benötigen auch kein Kabel mehr. Und die Bluetooth-Reichweite ist doppelt so lang, wie es letztendlich bei den Day One Controllern war. Wenn wir uns den Controller anschauen, sehen wir hier ein tief violettes Design, auch durchsichtig zum Teil und ein bisschen transparent. Sowohl die Thumbsticks als auch das Steuerkreuz als auch die Menütasten sind violett. Die Tasten auf der rechten Seite sind im Innenleben auch violett, haben aber auch diesen edlen grünen, türkisen Touch. Im oberen Bereich ganz, ganz schwer zu erkennen ist noch so eine Windrose und alles andere ist drauf gedruckt. Und wir sehen hier eine Gravur, das sind diese sogenannten Seepocken, also der ist mit den Seepocken graviert, ist auf jeden Fall eine coole Optik, sowohl für Sammler als auch für Spielliebhaber, die einfach auf so geile Controller stehen. Noch eine riesengroße Besonderheit ist einmal hier vorne, das ist der geheimnisvolle Totenkopf und dieser leuchtet in der Dämmerung, also sobald es dunkel wird, leuchtet dieser. Die strukturierte Oberfläche nochmal, dann hier nochmal ein Symbol aus dem Game. Für die, die wissen, was das ist, ihr könnt es jetzt in die Kommentare schreiben. Okay, und ansonsten haben wir hier nichts Verstecktes, wie jetzt bei der Limited Edition damals von Minecraft. Auch noch richtig cool, gab es so noch nie vorher, nämlich die Trigger. Der rechte ist Gold und der linke ist violett. Schaut richtig, richtig schön aus, was ganz, ganz ausgefallen ist. So halt typisch Piraten. Also für alle Piratenliebhaber und alle Patienten, schaut euch den Controller an. Ich finde ihn richtig cool. Schreibt mir eure Meinung. Wie findet ihr den Controller? Welcher Controller ist für euch bis jetzt vom Design der beste? Egal, ob das die Nintendo Switch ist, ob das die Xbox ist, ob das die PlayStation ist. Ich will wissen, welcher Controller hat euch bis jetzt vom Design her so richtig umgehauen. Bin gespannt. Also ich finde den Controller echt gelungen. Richtig cool. Naja, ich trinke jetzt noch meinen Tee leer und dann steche ich ins Rote Meer. Apropos Rotes Meer, wusstet ihr eigentlich, das Rote Meer ist ein schmales, 2240 Kilometer langes, im zentralen Suakin-Trog bis 3040 Meter tiefes Nebenmeer des Indischen Ozeans zwischen Nordostafrika und dem arabischen Halbinseln? Hey, ich wusste es bis jetzt auch nicht. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Game.
wünsche euch viel Spaß mit dem Controller, falls ihr ihn habt oder euch noch holen möchtet, Link in der Beschreibung. Und viel Spaß beim Stechen ins blaue, tote, schwarze Meer. Ja, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.